Ein wichtiger Meilenstein ist sicher am Freitag, 8. Juni 2018. Ich war dann auf dem Weg am Freitagnachmittag mit einem Flugzeug. Im Flugzeug auf der Landebahn. Alle haben sich genervt, weil ich das Natten nicht abgestellt habe. Und ich das Telefon habe bekommen, so Stiftung Landschaftsschutz und Pro Natura ihre Einsprache zurückgezogen. Das war sicher ein Punkt, wo man jetzt gewusst hat, dann, wo alle Einsprachen bereinigt waren. Jetzt ist grünes Licht. Es war ein Aufatmen, weil wir einfach den Sommer nutzen und möglichst früh eigentlich bauen. Und darum waren wir sehr kribbelig zu diesem Zeitpunkt. Wenn wir in die Zukunft schauen, ist es ein historischer Moment. Ein historischer Moment für Grindelwald, für die Jungfrauregion, für den Kanton Bern, aber auch für die ganze Schweiz mit einem Leuchtturmprojekt. Was der Guido Zeller gemacht hat zu dieser Zeit, mit diesem Innovationsgeist, mit eigenem Geld finanziert, mit Risiko, das ist einfach einmalig. Und eine Jungfraubahn, das weiss man heute auch, die könnte man so gar nicht mehr bauen. Man hat viele Varianten geprüft. Man hat zuerst geschaut, wie kann man das Skigebiet optimieren, insbesondere auch kleine Scheidegmännliche. Und am Schluss, im Sommer 2012, ist man dann auf die Idee gekommen, dass man eigentlich das Eleganteste wäre, ein sogenanntes Voll auf einen männlichen mit einer gemeinsamen Talstation und auf einen Eigergletscher. Und das hat nachher auch dazu geführt zum Vollbahnprojekt. Das Wetter übrigens heute ist genau passend. Auch bei der Vollbahn war nicht immer Sonnenschein. Belastend war auch die Phase, man hat 12 Millionen Planungskosten und weiss nicht, ob man das Projekt bauen kann. Ich wäre nicht ehrlich, wenn ich sagen würde, man ist manchmal ins Bett mit Problemen und manchmal am Morgen unter der Dusche hat man schon studiert, wie kann man eine Einsprache vorbringen und gleich, dass sie im Verhältnis zu den anderen, die nicht Einsprache gemacht haben, gerecht sind. Und ich denke, es ist immer darum gegangen, eine Lösung zu finden, damit man die Einsprache vorbringt. Und jede Einsprache war ja anders. Jeder Jurist ist anders. Und in den 17 Juristen gibt es auch nicht nur gute Juristen. In diesen Jahren war ich mindestens 100 Abende in Grindelwald. Vielfach fast jedes Wochenende, Verhandlungen. Und dort war immer das Motto, das man immer auf die Fahne geschrieben hat: wer etwas will, sucht Weg, wer etwas nicht will, sucht Gründe. Und ich glaube, das habe ich immer probiert, dort durchzusetzen. Ich habe immer die Sitzungen geschaut, dass sie morgen um 7 Uhr sind, und dann hat man auch nicht so viele Sitzungen machen. Mein Name ist Can Zueli. Ich bin Kranführer seit 2002. Ja, das ist natürlich schon eindrücklich. Alles ist ein bisschen XXL. Ich habe es gerne, wenn es eben gross ist. Und da läuft auch mehr und die Herausforderung ist auch grösser. Also, was nie darf fehlen bei mir im Kran, das ist die Kaffeemaschine. Eben wegen der Fahne, das ist mein Wahrzeichen. Schon schön. Etwas, was sich gerne bewegt und im Wind ein bisschen fledert. Gut, Juro. Noch ein rechts schwenken, ganz wenig. Einen halben Meter runterlassen. Ein guter Messer. Ja, danke gleichfalls allerseits. Hamburger ohne, was gibt's eigentlich? Hardäpfelsalat. Hardäpfelsalat und Hamburger. Das ist gut. Ah, dann nehmen wir etwa noch ein Käferli. 12, hä? Ja. Ja, ich glaube, das ist nicht schlecht. Also nehmen wir jetzt. Muss ich den nachhaben? Ja. Gut. Kannst du liefern?
Ja, wir sind jetzt gut 6 Jahre in der Planung. Es ist 5 Jahre gegangen, bis wir bauen konnten. Darüber kann man diskutieren, ob jetzt das kurz oder lang ist für ein Projekt in dieser Grössenordnung. Wir bauen letztendlich die 2,5 Jahre und ich glaube schon, dass sich sämtliche Planer darauf freuen, die Anlagen selber zu geniessen, zu schauen, was sie alles geschaffen haben. Und das ist sicher etwas, was während der Bauzeit manchmal ein bisschen fehlt. Uns und mir persönlich war es natürlich sehr ein grosses Anliegen, dass wir möglichst viele Einheimische an diesem Projekt arbeiten können. Wir haben eine Studie gemacht, wo es bis 592 neue Arbeitsplätze gibt, aber auch sonst einen sehr grossen volkswirtschaftlichen Nutzen hat für die ganze Region, auch vor der Eröffnung des Gesamtprojekts. Und das freut uns ganz besonders. Wir hatten einen ganz guten Sommer, respektive Herbst. In dem Sinne trocken, wenig Niederschläge. Das hat uns geholfen für die ganzen Bauarbeiten. Was man auch viel vergisst zu sagen, ist, dass wir schon viel bewegt haben. Wir sind jetzt ein halbes Jahr am Bauen. Und es ist eigentlich eine grosse Freude zu sehen, was man hergebracht hat in dieser Zeit. Ich denke insgesamt, die grösste Herausforderung für uns nach wie vor im Projekt wird die Station Eigergletscher sein. Und ich 2 Herzen im Brust habe. Einerseits hoffe ich auf 2 milde Winter, dass wir bauen können. Andererseits hätte ich am liebsten ab dem 1. Dezember viel Schnee und nachher wieder fertig vom April, dass wir wieder anfangen zu bauen. Aber zum Glück können wir das Wetter nicht bestimmen. Nur die Einstellung und die ist immer positiv für die Jungfraubahn. Jetzt. Wichtiger als Sprengen ist die Cafeteria. Hier, wo ist Ritschi? Der Jug. Ein Salzgämchen. Ja, 40 Piccolo Magine, ich gang ja. Die letzte Sprengung vor Kaverne war das jetzt. Und das ist gut gekommen. Mit rund 100 Kilo Sprengstoff. Ganz herzlich willkommen hier auf dem Eigergletscher. Genau so. Stürmisch, zeitweise unberechenbar.
war schon das Vollprojekt von Anfang an. So haben wir es auch heute erlebt. Es ist ein richtig stürmischer Tag. Ich möchte vorweg danken 220 Planer, Bauarbeiter, allen Beteiligten für diesen grossen Einsatz. Das ist einer der Gründe, warum wir heute hier sein können, dank Ihrem Engagement. Alle sind gesund und munter hier durchgekommen. Ja, am 28. Januar, wo wir rum sind, sind wir da jetzt noch 4 Meter höher gewesen als da. Ja, ich muss Schnee räumen. Die ganze Wand nehmen wir fort mit Schaufelpicken und dann kommen da so die 8. Fußballfeld von Weltien. Ja, wir haben jetzt die letzten 2 Monate eigentlich es war sehr kalt, es hat viel geschneit und es hat die Arbeit eigentlich nicht erleichtert. Es ist natürlich mit Aufwand verbunden, weil du eigentlich jede Schalung abdecken und mit den Öfen eigentlich heizen alles zusammen. Dass eigentlich der Beton über die Nacht kann trocknen und anziehen kann. Wir sind 20 Leute hier und dann musst du am nächsten Tag die Wand ausschalten, umstellen und dann weiterziehen. Ja. Unser Zeitplan ist natürlich, dass wir möglichst schnell die männliche Bahn ersetzen können. Das hat höchste Priorität, weil dort ist es nicht 5 vor 12, sondern 5 ab 12. Um 5:30 fährt die letzte Gondel ins Tal heute. Christian Teuscher ist unser Mitarbeiter, der über 30 Jahre bei der GGM ist. Er wird heute am Abend pensioniert und hat die grosse Ehre, als Letzter noch einmal den Knopf zu drücken und die Bahn ein letztes Mal abzustellen. Bei der GGM habe ich gerne technischen Unterhalt gearbeitet. Ich war aber auch gerne auf den Stationen mit den Gästen. Heute am Abend für diesen Knopf zu drücken, bin ich nicht aufgeregt. Ich freue mich, weil es ist näher. Let's go! 230 Gondeln nach 40 Jahren Betriebszeit gehen fort. Die einen durch die Luft, die anderen auf der Straße, mit Lastwagen, mit Ebi. Sie werden abgeholt. Eine neue Zeit fällt an, ein neuer Bestimmungsort für die Gondeln. Es ist ein schöner Tag. Hier im Terminal Grund sind Bauarbeiten auf Kurs. Wir haben die wichtigen Meilensteine erreicht, sodass man die bahntechnischen Komponenten von der GGM und auch vom 3S termingerecht montieren konnte. Auch die Aufrichtearbeiten, Stahl, Holzbau konnten stattfinden. Wir sind jetzt dran, noch den Aushub vom Parkhaus zu machen. Der letzte Teil von diesem Bauprojekt hier im Grund. Wir sind heute fast auf den Tag im Terminprogramm. Wir haben im 2018 haben wir die Stützen 1 bis 4 schon aufgerichtet. Die Stützen 5 und 6 sind wir jetzt am Montieren. Die Bergstation wird Mitte Oktober angeliefert. Die Garagierung werden wir im November montieren, sodass wir im April 2020 mit den Seilzügen anfangen können, die ca. 3 bis 4
Monate dauern und nachher kommt die ganze Inbetriebsetzung von der ganzen Anlage, sodass wir Ende November 2020 die Abnahme der 3S werden haben und Anfang Dezember können termingerecht in Betrieb gehen. Am Eigergletscher auf Seite des Bahnhof Eigergletscher, Jungfraubahn, sind die Rohbauarbeiten im Vorsprung, sodass man im Winter nachher die Gebäude schliessen kann. Auf Seite der 3S-Bahn haben wir auch das Ziel, die Kavernen zu schliessen auf den Winter, sodass der Wintertür Garaventa montieren kann. Die Herausforderung bei diesem Riesenprojekt in Grindelwald war schon von Anfang weg, dass wir für die 4 schweren Tragseile, die jedes ein Nettogewicht hat von 132 Tonnen, müssen eine Lösung finden, wie wir das auf der Straße hierher bringen. Es hat jetzt ungefähr 3 Jahre gedauert, dass wir den Transportweg von Romenshorn bis auf Grindelwald festlegen konnten und hat dann im letzten Jahr noch alle Brücken berechnen zwischen Zweilütschinen und Grindelwald, um die effektive Belastung festzusetzen. Normalerweise wäre die Belastung bis 50 Tonnen gewesen, und das wäre zu wenig für uns. Das Tempo ist gut, geht nicht mehr so lang. Ein bisschen vorwärts, Adi. Gut, die Stange ist draussen. Meter abwickeln. Nehmen wir dann wieder auf 3. Dann kann man sich sagen, dir einfach das Tempo. He? Ja, das ist gut. 1, 2, 3. Es ist schon so ein bisschen Bauchgefühl und auf die Stange schauen. Und dann merkt man auch beim Anfahren, wie stark es rutzt, wie stark es drückt. Und das ist jetzt eben speziell mit 3 Lastwagen, weil ich, der in der Mitte bin, der andere hinten dran. Wenn der zu stark bremst, dann bremst er mich ja an. Und wenn er zu stark stößt in der Kurve, dann stößt er mich eigentlich am Vorderen nebendran. Als es durch den Stoss ist, liegt der Lastwagen, übertrieben gesagt, vorne dran ganz leicht ab. Und dann ist nicht mehr sehr viel Gewicht drauf auf der Lenkung und dann gehst du geradeaus.
Projekt von so einem Ausmaß kann man als Seilbändler in seinem Leben vielleicht einmal oder zweimal Maximum, wenn man Glück hat, realisieren. Und das ist natürlich eine grosse Herausforderung, eine grosse Ehre, eine riesige Freude, wenn man so etwas Grosses mitplanen darf. Das ist die Champions League im Seilbahnbau, was wir hier sehen. Ich komme auch wieder zurück auf meine Erfahrung bei den Jungfraubahnen. Und jedes Projekt hat man eigentlich vielfach realisiert, dass es eigentlich zu wenig gross bauen ist. Wir haben in einem Zeitraum von 10, 20 Jahren gedacht. Und das ist ein Generationenprojekt für die nächsten 50 bis 100 Jahre. Am Eiger Gletscher ist die Ankunft vor der 3S-Bahn. Wir gehen dann in einen Tunnel ins neue Stationsgebäude. Dort hat man noch eine kleine Restauration, WC-Anlage und vor allem ist im Untergeschoss das Abfahrtsgleis Richtung Jungfraujoch, wo dann der Pendelzug im 30-Minuten-Takt verkehrt. Ja, geschätzte Damen und Herren, was ist das Erfolgsgeheimnis der V-Bahn? Es ist ein Projekt, das man gedacht hat, ohne Barrieren. Die Zusammenarbeit ist ein Anfang, die Zusammenarbeit ist Fortschritt und die Zusammenarbeit ist Erfolg. Und ich glaube, wir sind mit dem V-Bahn-Projekt Berner Oberlandbahn, das hier ein Terminal anstößt, die männliche Bahn und die Jungfraubahn sind näher zusammengerückt. Und das ist ganz wichtig für die Zukunft, für die Konkurrenzfähigkeit unserer Region. Merci vielmals. Ja, schon. Herzlich willkommen bei der männlichen Bahn. Welcome to the Mendlingen Bahn Cableway.
Wir müssen alle Beton- und Zuschlagstoffe transportieren mit der WAB, mit der Materialseilbahn. Das ist ein Konzept, das mit dem Antransport, mit den Beladekapazitäten, die wir haben auf der Bahn ist ausgeklügelt worden. Entsprechend dem sind Zementsilo, die wir brauchen, um zu transportieren, und auch die ganzen Pritschen ausgelegt auf die Gewichte, die wir mit der Bahn transportieren können. Das geht um die 16'000 Kubikmeter Betonkies, die wir hier oben direkt in der Betonanlage verarbeiten. Ca. 3'500 Tonnen Zement. Ja, du kannst direkt mit deinem Zementsilo schicken. Ja, wir rechnen mal mit 24, 25 Stunden. Bodenbeschwindigkeit, Zement, Lieferung 31 Kubikstunden, Durchschnitt sehr gut, Wetter ist sehr gut, Temperatur ist angenehm. Gesamtkubatur 500 Kubik. Corona bedeutet für uns natürlich auch relativ kurzfristig immer wieder Auflagen, die wir bekommen von Bund und Kanton. Ein anderes Element ist ja, dass wir eigentlich keine Gäste mehr und auf der Baustelle haben. Das ist einerseits vom Betrieb her von der Jungfraubahn ein riesiger Verlust, weil wir keine Einnahmen haben. Auf der anderen Seite aber eigentlich ein Gewinn für die Bauarbeiter, weil wir müssen nicht mehr auf Gäste Rücksicht nehmen. Wir haben Flächen zusätzlich gewonnen, insbesondere im Eigengletscher. Dort sind wir mit der Arbeit im Rückstand, 8 bis 9 Wochen aktuell. Wir hatten heute einen Meilenstein mit dem Betonieren der Satteldecke. Und jetzt ist eigentlich Garaventa gefordert, dass sie die Zeit, die wir da im Rückstand sind, wegen der Sturmwinde wieder aufholen. Ich bin zuversichtlich, dass wir bereits in einem Monat mit dem Seilzug wie geplant starten können und dann werden sie wieder aufgeholt. Und von dort her gibt es auch eigentlich einen kleinen Gewinn aus dieser leidigen Situation heraus. Also es hat nicht nur negative Punkte, sondern durchweg so kleine positive. Wenn es etwas Positives hat am Corona, dann wirklich nur einen einzigen Punkt, damit wir schneller bauen können, dass wir besser vorwärts kommen. Und es ist schon eine ganz spezielle Situation im Moment, so wie wir sie hier haben. Eine Stationsmontage kannst du sagen, gut, wir tun Tag und Nacht. Oder? Das kannst du beschleunigen, das kannst du forcieren. Aber der Seilzug, das Einrichten des Seilzugs, das muss passen, das muss verhalten. Jetzt sind wir gerade die Equipe am Zusammenstellen für den Seilzug. Da musst du Leute haben, die haargenau wissen, was sie machen. Oder? Und die findest du nicht wie Sand am Meer. Sondern das sind Spezialisten. Und die sind um die Welt um, das ist rar.
Das braucht Zeit, oder, dass das ganze Spiel dann wirklich vom allerkleinsten Umlenkröllchen, das nur 2 Tonnen mag haben, bis zur grossen Winde, die 50 Tonnen zieht, es muss alles passen. Seht du diesem Seil das nicht an, wie viel Spannung das da drauf ist. Aber der an der Winde, der sieht den Druck. Der kann sich merken, Stütze 1 habe ich sehr viel gehabt, Stütze 2 habe ich sehr viel gehabt, Stütze 3 habe ich sehr viel gehabt. Wenn auf einmal der Druck irgendwo steigt unterwegs, bumm, dann ist irgendwo etwas nicht gut. Erstes Benadeln 7 auf Berg, Reto. Grüezi miteinander zu einer weiteren Folge von Netz Natur. Hier sehen wir 2 Muffen, die sich verbinden. Die rote ist das Weibli und die schwarze, das ist das Männli. Das ist jetzt die sogenannte Weidepaarung. Das gibt dann kleine Müffeln, die Muhe geht toll vibrieren, dann kommt das gut. Das Weibli erkennt man gut an seiner roten Farbe. Und das Männli ist überall in der Natur schön tarnes, dass man es nicht findet. Herrgott, Steine, das Strom. Gell, dass dort Strom wie die Maschine ist doch geerdet. Ja, das... Ihr hättet geringen, nicht? Jetzt so, das nützt nichts. Wenn man zuerst das Seil am Ziehen ist, sieht man wieder, hier das ist noch nicht ganz so super. Dann muss man halt gerade stoppen und noch etwas ändern und machen, noch von Positionierungen her, von Maschinen und Umlenkrollen und Zeug und Sachen. Das ist eine laufende Optimierung und meistens ist es so, wenn das 4. Seil gezogen ist, dann wissen wir dann wie. Das ist ein geniales Gefühl. Jetzt haben wir die ersten Kabinen bekommen. Also die ersten sind nur das Grundgerüst. Die fertigen kommen dann später noch. Die sind jetzt gekommen, dass wir die ersten Einstellungen machen können, in der Umlenkstation und auch, dass wir den Bahnhof schon einstellen können. Es ist sehr viel Kleinarbeit, sehr viel Detail, die jetzt erledigt werden müssen. So ein grosses Gesamtprojekt, dass das Puzzle am Schluss fertig ist. Da möchte ich vor allem auch allen beteiligten Baufirmen, alle, die so einen super Job machen, ganz herzlich danken. Nur dank ihnen ist es möglich, dass wir eben Anfang Dezember das Gesamtprojekt Vollbahn öffnen können. Wir haben im Parkhaus 5 Geschosse an gut 200 Parkplätze. 2 sind im Boden und 3 sind oberirdisch. Pro Geschoss 200 Parkplätze, insgesamt 1030 Parkplätze. Die Höhe, vielleicht noch als Stichwort, ist für Fahrzeuge bis 2,30 Meter. Das ist so kalkuliert, dass eben auch Fahrzeuge mit einer Skibox im Winter problemlos rein können. Jetzt haben wir hier das Einlegewerkzeug von der Stütze 7. Jetzt montieren wir die Schuhe, wobei wir dann mit dem Tragseil von der Spurmitte reinbremsen mit Kettenzüge auf die Position, wo das Seil liegen muss.
Gondel ist der Lucky Number for the Chinese. Und dann, jeder, der heiratet in dieser Kabine, hat das Gefühl, er müsste VIP nehmen, weil die bringt Glück für sein Leben. Ich kann vielleicht eine Sache fortnehmen, wie lange das geheiratet ist. Wenn man hier auf der Baustelle ist und noch 100 Tage geht, dann denkt man, es ist gar nicht möglich, dass man das fertigstellen kann. Es sind noch sehr, sehr viele Arbeiten und trotzdem es geht sehr zügig vorwärts. Ich mache das schon seit 15 Jahren. Das ist ein längerer Spleiss wieder normal. Bei dem werden wir sicher etwa 1,5 Tage haben. Und wenn der Spleiss fertig ist, wird dann das Seil vom Berg Richtung Tal wieder abgezogen. Und nachher gibt es auf der zweiten Seite dann den definitiven Spleiss, wo das Seil dann endlos ist. Die erste Fahrt. Wir eine Profilfahrt machen, sagt man dem. Das heisst, Abstände zu den Mästen kontrollieren, Abstände auf die Vegetation kontrollieren, sodass wir dann die ersten 3 Kabinen im Berg oben haben. Wenn wir überall ohne Probleme vorbei mögen, rechnen sind wir in 2,5–3 Stunden oben. Und von dem gehen wir jetzt mal aus. Die Kabine ans Telekom hängen, das wäre höher. Am meisten geärgert hat mich persönlich, jeder Einsprecher hat gesagt, ihm geht es um die Sache. Und am Schluss ist es eigentlich nur um seinen eigenen Vorteil gegangen. Wir sind momentan voll in der Mitte von der Inbetriebnahme. Zurzeit an der Durchfahrsicherung und im Tal unten am Verladeroboter dran. Jede Dreiseilbahn hat so seine Spezialitäten gehabt in der Vergangenheit. Aber hier, der Grundeigergletscher, hat uns komplett neu gefordert. Dieser Verladeroboter war eine richtige Herausforderung, obwohl es relativ einfach klingt, Paletten von A nach B zu transportieren. Aber dahinter steckt eine unheimliche Sicherheitstechnik, weil dieser Gütertransport gleichzeitig mit dem Personentransport stattfindet. Also jetzt hier in unserem Prüfbericht haben wir etwa 260 Seiten, wo wir durcharbeiten müssen, wo wir die ganzen Abschaltungen, Nothalt, wo wir die Sicherheit gewährleisten von der Bahn, wo wir Daten dokumentieren. Zu einer Abnahme ist man eigentlich immer ein bisschen nervös und aufgeregt und ja, hofft auch, dass man nachher alles gut über die Bühne bringt und die Behörde auch zufrieden ist. Steven, bei euch alles gut? Einen halben Meter.
Wir sind seit dem Freitag gerade noch im Probebetrieb. Das heisst, wir sind im Moment unser Personal am Ausbilden. Wir haben eine Morgen- und eine Abendschicht und haben dann Freitag, Samstag und Sonntag, Montag ist dann jeweils abgewechselt mit Tal- und Bergarbeit. Hier im Terminal sieht es eigentlich sehr gut aus und werden zeitgerecht am 5. Dezember eröffnen. Eigergletscher sind wir eher auf dem kritischen Weg, aber auch dort bringen wir es her. Neben der Gondelbahn haben wir noch während dem Bau zusätzlich entschieden, dass wir eine Produktionsküche machen, dass wir für unsere Restaurants auf einem hohen Qualitätsstandard Menü vorbereiten können. Auch neu ist dazu gekommen eine E-Tron-Bar, wo wir eine Zusammenarbeit mit Audi haben. Dann haben wir natürlich auch das ganze Sportgeschäft, einen Stocktäufer mit Intersport auf 470 Quadratmeter. Und was natürlich auch ganz exklusiv ist, wo wir auch einen neuen Standard setzen im Alpenraum, ist mit dem Platinum Club, wo wir eine eigene Lounge haben für die Gäste, einen separaten Zugang, die VIP-Gondel, die dazugehört, also dort Exklusivitäten. Wichtig ist auch, dass wir jetzt noch im Bau so die Mehrwerte machen können. Und natürlich wichtig ist auch die detaillierte Anschrift, die Qualität. Für uns ist das natürlich ein riesen Highlight, jetzt die Gondel alle zusammen auspacken. Ein schönes Weihnachtsgeschenk, ein grösseres Highlight für Weihnachten können wir gar nicht haben. Wir haben hier die modernste Technik auf dem Seilbahnmarkt. Wir haben hier eine sehr lange Bahn, die gut 6,5 Kilometer hat, in Eigergletscherruhe. Eine Förderleistung von 2200 Personen, 44 Kabinen, eine VIP-Kabine, ein Wartungsfahrzeug für Unterhalt auf der Strecke. Wir haben auch vor, dass die Bahn eine hohe Verfügbarkeit haben muss. Das heisst, sie wird gut 11 Monate im Betrieb sein. Und darum auch spezielle Anforderungen in diesem Bereich. Ich freue mich riesig, dass wir jetzt am 5. Dezember endlich den Betrieb aufnehmen vom Eiger Express. Und ich hoffe, dass die Gäste genauso viel Spass wie wir haben an unserer neuen Anlage. Vielleicht die ganze Dimension der ganzen Anlage. Also das ist schon eines der grössten Projekte. Also. Die 3S Eiger Express ist eine unheimlich interessante und tolle Anlage. Sie steht da in einem wunderbaren Umfeld. Die Eiger Nordwand ist einfach unglaublich. Jungfrau Mönchner, das tut das eine dazu. Und es freut mich, dass wir in so einer tollen landschaftlichen Umgebung arbeiten dürfen. Aber was mich viel mehr freut, ist, dass die Zusammenarbeit zwischen all denen, die da mitgewirkt haben, so gut funktioniert hat. Der Druck auf die Planer ist sicher sehr hoch, vor allem weil wir zum Teil auch kurze Planungsvorlaufzeiten hatten. Aber es ist ein einzigartiges Projekt. Jeder ist sich bewusst, dass er nur ein Mal im Leben die Chance hat, an einem solchen Projekt zu arbeiten. Und das entschädigt sicher für viele. Und ja, die Nächte sind manchmal kurz, dann braucht es viel Kaffee und manchmal auch ein bisschen Humor. Obwohl ich ja sehr geduldiger bin. Nein, ja, Spass beiseite. Und ich manchmal auch verzweifelt bin. Es hat immer Phasen gegeben, wo das Projekt einfach nicht vorwärts ist gegangen. Hat es vermutlich die Zeit eben gleich gebraucht. Und durch das hat das Projekt auch Qualität gewonnen. Wir hatten mehr Zeit gehabt, an den Details zu arbeiten. Wenn man nachher auch die ganze Terminal anschaut, das war für mich immer klar, nicht ein Basar, sondern eben eine Top-Qualität. Herzlich willkommen oder ich wollte auf der Bank angeschrieben, schön, dass Sie hier sind. Great to see you here. Es war für mich extrem wichtig, dass man einfach auch die Details anschaut.
Gesamtprojekt Vollbahn steigert extrem die Wettbewerbs- und Konkurrenzfähigkeit im gesamten Alpenraum. In dem Produkt, das wir heute haben, können wir uns natürlich ganz klar auch über Qualität differenzieren. Mit dem Tunnel, mit dem Gesamterlebnis. Und wichtig ist einfach, dass aber auch die Region das aufnimmt. Weil wir können nicht neue Läden in Grindelwald bauen oder machen. Wir schauen das eigentlich auch als Motor, aber wir sehen natürlich da eine unglaubliche Chance durch die Qualität. Weil ich weiß gar nicht, warum jemand noch in eine andere Destination Wintersportferien machen als bei uns, weil er solche Qualität direkt vor der Haustür hat. Das Planen ist ein Teil und das auf dem Papier, aber ich glaube, jetzt sieht man erst richtig, was für eine Dimension und dass das, was das Ziel war, der beste Terminal der Alpen, das beste Produkt der Alpen, dass es eben auch Wirklichkeit wird. Das ist gestern per Mail 11:46 Uhr angekommen. Das ist die Betriebsbewilligung der V-Bahn. Herzlich willkommen in der modernsten 3S-Bahn. In Wirklichkeit bin ich eigentlich überwältigt. Es ist viel schöner gekommen, als es auf den Plänen ist. Und das konnte ich mir vorstellen. Also, ich bin jeden Tag mehr überzeugt, dass es ein absolutes Top-Produkt ist. Mit dem Corona bin ich ins Zweifeln gekommen und habe gesagt, jetzt auch noch das. Also, wenn ich das hätte gewusst, dass auch noch Corona. Aber im Grundsatz würde ich es genau gleich machen. Und weil ich überzeugt bin vom Projekt, weil ich überzeugt bin vom Endprodukt und jetzt eigentlich das Endprodukt noch viel schöner, noch viel besser ist geworden, qualitativ hochstehender, als ich es eigentlich erwarten konnte. Und das Wichtigste ist ja, je einprägsamer ein Erlebnis ist, desto nachhaltiger ist der Eindruck. Und das wird beim Vollbahnprojekt passieren. Ich könnte gar nicht sagen, was wir anders machen würden.